Einer der Hauptgründe, warum ich diese europäischen Adeligen niemals als ganz normale Menschen betrachten werde, deren Kräfte auch wirklich im Rahmen rein menschlicher Möglichkeiten beschränkt sind. Einer dieser Hauptgründe ist der folgende: Die Anzahl an verschiedenen Talentbereichen, innerhalb derer ein einzelner Adeliger seine jeweils verschiedenen Fake-Identitäten spielt, ist so groß, dass es ein einzelner Mensch unmöglich schaffen kann, sich all die verschiedenen Skills für die verschiedenen Talentbereiche anzutrainieren. Da muss es zum Beispiel einen bestimmten Adeligen geben, der sowohl den Hollywood-Star John Travolta als auch den Ex-Boxer Wladimir Klitschko spielt. Und das sind nur 2 Rollen, die dieser Adelige spielt. Diese Multitalentfähigkeiten, mit denen ein einzelner Adeliger in Form mehrerer Fake-Identitäten Hollywood-Stars, Sportstars, berühmte Sänger, Gitarristen und andere Musiker und auch Politiker spielt, habe ich bereits bei allen europäischen Adeligen festgestellt. Ich lade auch in Kürze auf diesem Kanal mehrere Videos hoch, in denen ich meine Begründungen zusammenfasse, warum ich mir diese Multitalentfähigkeiten der Adeligen einzig und allein durch satanische Besessenheit erklären kann. Da geht es dann auch wieder darum, warum ich solche Fotos hier unmöglich mit Bodysuits oder CGI in Verbindung bringen kann. Wir werden zwar gleich sehen, dass der Adelige, der hinter diesem muskelbepackten Wladimir Klitschko steckt und auch hinter John Travolta, dass dieser Adelige eigentlich ein ziemlich dünner Spargel ist, aber trotzdem kann ich mir unmöglich vorstellen, dass jemand, der am ganzen Körper einen Bodysuit und mehrere Muskelattrappen trägt, sich auch nur annähernd sportlich in einem Ring bewegen kann, ohne dass ihm bei jedem kleinen Bump so ein Plastikmuskelteil vom Körper fällt. Ich habe einige Indizien dafür, dass diese muskulösen Körper und auch viele weitere Star-Elemente, auf welche die Adeligen in ihren Fake-Identitäten zurückgreifen, in Wahrheit auf Dingen wie dämonisch bedingten Shapeshifting beruhen, aber dazu komme ich erst in bald folgenden Videos, die ich euch hiermit schon mal verspreche. Hier in diesem Video decke ich jetzt aber erstmal nur auf, welcher Adelige hinter Wladimir Klitschko und John Travolta steckt. Hallo liebe Freunde, ich bin's mal wieder, der Somnidelius Solertius. Ich habe im Prolog vor dem Intro ja jetzt schon genug Matches eingeblendet, die klar und deutlich zeigten, dass der ehemalige Boxer Wladimir Klitschko identisch ist mit Hollywood-Star John Travolta. Wie ihr es auch hier jetzt nochmal kurz seht. Also gehen wir jetzt mal direkt rein in die Aufdeckung, welcher Adelige sich hinter den beiden verbirgt. Es ist dieser hier, Daniel de Cruet, der sich in den Monaco-Adel einheiratete, als er Prinzessin Stephanie von Monaco heiratete. Hier also die Bildvergleiche zwischen Daniel de Cruet und Wladimir Klitschko.
Und hier noch die Bildvergleiche zwischen Daniel Decouré und John Travolta. Ich hoffe, ihr merkt mal wieder alle, wie schön da mal wieder alles zusammenpasst und wie schön es wäre, wenn noch mehr Leute unter die Augen gerieben bekommen würden, dass die ganzen Stars nichts weiter als austauschbare Schauspieler sind. Deswegen bitte ich euch, dieses Video zu liken und zu kommentieren, damit der Algorithmus es noch mehr Usern vorschlägt. Ich habe hier wirklich mal wieder so viel schönes, anschauliches Material. Bitte helft mir bei der Verbreitung. Danke. Dann habe ich natürlich noch geschaut, ob ich innerhalb der Datingliste von Wladimir Klitschko irgendeine Dame finde, die zufälligerweise von einer Monaco-Adligen gespielt werden könnte. Da stieß ich dann auf die Schauspielerin Hayden Panettiere, mit der Wladimir Klitschko von 2010 bis 2018 ein Pärchen war. Und die sieht komischerweise aus wie Jasmin Gras-Grimaldi, bei der es sich ja offiziell um die uneheliche Tochter von Prinz Albert von Monaco handelt. Gleiche Mundfalten, gleiche Nase, da passt mal einfach wieder alles. Ich zeige euch dann jetzt noch die Quellen zu den Originalbildern, damit ihr es selber überprüfen könnt. Hier ist die Quelle zum Originalbild mit Hayden Panettiere. Und hier ist die Quelle zum Originalbild mit Jasmin Gras-Grimaldi. Und aus diesen beiden Bildern lässt sich dieser saubere Bildvergleich erstellen. Und jetzt stellt euch vor, mir ist sogar aufgefallen, dass auch John Travolta mal etwas mit einer Schauspielerin hatte, die von einer Monaco-Adligen gespielt wird. Denn es gab da mal so eine Story zwischen John Travolta und Brooke Shields. Also richtig zusammen waren die beiden nicht, aber da ging im Jahre 1981 breit gestreut die Story durch die Medien, dass die Mutter von Brooke Shields versuche, ihre liebe Tochter Brooke mit John Travolta zu verkuppeln. Ja, daraus entstand aber eher nur so eine platonische Freundschaft zwischen beiden Stars. Im Zusammenhang damit wurden Brooke Shields und John Travolta aber immerhin gemeinsam auf dem Cover von so einem US-Magazin abgebildet. Aber dennoch war es eine auffallend große Story damals, die jeder von euch noch heute im Netz nachrecherchieren kann. Das Ganze war so groß aufgemacht, dass die Adlige hinter Brooke Shields einfach nur eng verwandt sein muss mit Daniel Decouré, dem Adligen hinter John Travolta. Aber was heißt hier eng verwandt? Es handelt sich sogar um Daniels ehemalige Ehefrau. Richtig, Brooke Shields wird von Prinzessin Stephanie von Monaco gespielt. Tja, damit wäre dieser Fall jetzt auch hinreichend mit Beweisen abgeschlossen, womit ich mich dann für heute verabschieden kann. Ciao, euer Somnidelius Solertius.